Ja, herzlich willkommen, Blenderfreunde, zum nächsten Part. In diesem Part wollen wir ein paar Ölkanister oder Öltonnen modellieren. Ja, wir werden wieder Texture Paint benutzen und unsere eigene Textur erstellen. Ja, damit fangen wir an. So, wir gehen hier einmal auf unsere Kollektion hier, Hauptkollektion, erstellen uns einen neuen Ordner. So, die nennen wir Tools. Da werden wir mal unsere Objekte, die wir hier modellieren, einfach hier rein platzieren. Und jetzt blenden wir einfach unsere anderen Kollektionen mal aus, ja, so dass wir eine bessere Arbeitssicht hier haben. Der 3D-Cursor, der ist gerade da hinten mit Shift S, Cursor Toward Origin, setzen wir in die Mitte. Gut, und diese Plane können wir auch eben nochmal ausblenden. So, alles klar. Wir erstellen jetzt einfach einen Zylinder. So, und unser Zylinder hier hat eine Maße von 1 Meter mal 2 Meter, also das bedeutet Radius 1 Meter und 2 Meter hoch und 32 Vertices. So, und das ist auch dieser Umfang hier. So viele brauchen wir nicht. Wir reduzieren das auf die Hälfte, 16, ja. Und wir gehen kurz auf 1, Frontansicht. Steuertaste gedrückt und setzen den mal richtig schön auf den Boden, auf der X-Achse. Einmal Komma. Genau. So, und dann geben wir unserer Tonne mal eine Maße hier. Wenn wir hier auf Item gehen, haben wir hier die Maße 2 Meter, 2 Meter. Und die Höhe der Tonnen, habe ich gerade nachgeguckt in Google, ungefähr 90 cm Höhe. Also ist das die Z-Achse. 0,19, ja, und dann X und Y, das ist jetzt, ne, das ist oben der Radius sozusagen, da müssen wir beide wählen, und die liegt bei 0,58. So, alles klar. Ihr könnt natürlich eure eigene Tonne wählen, ja, wenn ihr zum Beispiel andere Maße gefunden habt, ist völlig egal, das spielt keine Rolle. Gut, jetzt gehen wir auf Edit, wollen wir unserer Tonne mal 2 Profile geben. So, anschließend wollen wir diese 2 Loops einmal mit Steuerung B beveln. So, gut, jetzt haben wir den Bevel hier und lassen aber nicht los und drehen einfach mit dem Mausrad noch eins drauf. Ja. So, und nehmen jetzt diese mittleren Loops hier. Ja. Nochmal. So, diese beiden Loops, die in der Mitte sind, und skalieren das einfach mal raus und drücken dabei Shift Z. So, alles klar. Gut, und oben machen wir eine Innenfläche mit I, inverten wir es rein, E rein extrudieren, S bisschen rein skalieren. So. So, mit Steuerung R setzen wir einen Loop nochmal oben hin. Wählen die Außenflächen, diese Kante. E, S, Shift, Z. Und dann ganz leicht raus. Jo. Perfekt. Super. Gut, und unten würde ich sagen, dass wir dasselbe machen. I rein skalieren, E ein Stück rein und Steuerung R, ein Loop und hier genauso. E, S, Shift, Z. So, das war schon. Schnell gemachte Tonne. Jetzt vielleicht noch ein Edge Smooth sei schon, Shade Smooth drauflegen. Ja, so, jetzt sieht das so kantig aus. Ja, ist klar. Da gehen wir hier einfach mal auf unser Modifier und setzen einen Edge Split rein. Der rundet nochmal die Ecken ab. So, sieht auch schon besser aus. Das gefällt mir. Alles klar. Gut, wir wollen ja unsere Öltonne hier
mit Texture Paint bearbeiten. Das heißt, wir müssen erstmal unsere Tonne für unser Texture Paint vorbereiten und die UV-Map erstellen. Und das machen wir jetzt. So, wir ziehen jetzt hier mal 2 Fenster ran. So, oben unseren Shade Editor, unten ein UV Editor. So, okay. Wir wollen jetzt unsere Öltonne hier erstmal einen Schnitt geben. Wir müssen unsere Öltonne erstmal so aufschneiden, dass es vernünftig auf diesen Textur bemalt werden kann. Ja, und dann gehen wir auf Edit, Add Select, wählen einmal hier diese Kante hier aus, besser gesagt diesen Kreis, den inneren, und einmal den unteren. So. Und eins hiervon. Damit wir ein geschlossenes System hier. Ja, genau. Also, wie gesagt, die eine Linie zu. Und ihr müsst darauf achten, dass die Linie hier verbunden ist. Ja. Okay. Und jetzt mit Steuerung E ein Mark ziehen. Ja, super. Mit A selektieren wir jetzt alles. Und hier seht ihr schon diesen UV-Map. Das ist vom Blender. Ja. Weil sobald ihr einen Zylinder erstellt, erkennt Blender natürlich und erstellt schon dementsprechend die UV-Map. Nur leider haben wir hier schon extrudiert und skaliert und so weiter. Das passt alles nicht mehr. Ich will, ihr seht das hier dran, da ist noch ein zweiter Loop, ja, und den will ich ja getrennt haben. Diese Kante hier von der Öltonne müsste hier entlang sein, ja, müsste sich mit diesem UV-Map verbinden. Wir gehen jetzt auf A, alles selektieren und machen ein Unwrap. So, jetzt sieht das alles schön und krumm aus, aber zumindest ist jetzt die UV-Map so richtig. Wir gehen einfach auf L, selektieren erstmal diese Fläche hier und drehen das mal auf 90 Grad. Super. Das Schöne an Blender ist, weil es sich immer schön weiterentwickelt, gibt es schon Tools, wo man schon hier den UV-Map, den wir erstellt haben, umstellen kann. UV-Squares. Ja? UV-Squares. So, und diesen UV-Squares haben wir hier die Möglichkeit, unseren To-Grid by Shape schön gradkantig aufzusetzen. Wenn wir einmal hier raufdrücken, ist das schön begradigt. Das ist das Schöne an diesem Tool. Jetzt rotieren wir das nochmal auf 90 Grad und schieben das mal schön dorthin. Jetzt sehen wir nichts. So, gehen ein bisschen näher ran, skalieren das ein bisschen. So ungefähr. Ja, wenn ihr das nicht haben solltet, ja, wie gesagt, die aktuelle Version benutzen vom Blender, dann habt ihr das eigentlich mit drin. Unter UV Editor, N, Seitenleiste und ein UV Squares. Ja, okay. Gut, jetzt wählen wir L, die beiden Kreise hier, schieben das mal hier rüber. L, ziehen das auch hier rüber. Gut, jetzt wählen wir beide gleichzeitig aus und skalieren das mal. Ganz vorsichtig. Okay. Perfekt. Ich glaube, ich skaliere den etwas dünner hier. Schmäler von der Höhe her und dann ziehe ich den noch ein bisschen weiter hoch. Und nehme nochmal die Kreise hier und skaliere den noch weiter raus. Okay, super. Doch. Gut, das reicht mir. Unser UV-Map für unsere Tonne ist jetzt auch fertig. Super. Und jetzt aus Edit-Mode wieder raus. Unser UV-Map verschwindet in dem Moment. Ist nicht schlimm. Es ist immer noch da. Ja. Und jetzt gehen wir auf New. Und machen einen Image. Na. Oh. Öl. Tonne. So. Die Daten kann ich so belassen. 1024, 1024. Alpha bleibt geklickt und der Hintergrund ist schwarz. Super. Und jetzt gehen wir auf New Material.
und nennen das auch Öltonne. Und ziehen jetzt unseren Image, den wir jetzt gerade erstellt haben, direkt hier rein und den Color hier unseren Principled BSDF. Okay, soweit so gut. Jetzt gehen wir hier rüber und klicken hier auf Base View, Viewport Shading. So, unsere Tonne ist jetzt schwarz, weil natürlich unsere Textur schwarz ist. So, perfekt. Und bereiten schon mal alles für den Texture Paint vor. So, für den Texture Paint habe ich einige Bilder gefunden, die wir jetzt draufmalen möchten. Wie gesagt, es war ziemlich schwierig, aber so können wir jetzt besser mit Texture Paint lernen, wie man damit arbeitet. Wir gehen auf Texture Paint, so, und gehen jetzt hier auf Einstellung, so, und gehen hier runter, gehen auf Texture, ja, also nicht verwechseln, nicht Texture Mask, sondern Texture, so, New, und nennen das auch Öltonne. Das ist 1. So. Perfekt. Dann gehen wir hier auf Einstellungen, hier auf dieses Symbol rechts und öffnen unsere erste Tonne. Gut, dafür nehme ich jetzt hier diese Tonne hier, öffne die. So, jetzt haben wir unser Bild hier schön drauf. Okay, den projizieren wir erstmal vernünftig. So, rein. So, jetzt ist unser Bild, da ist die Tonne. Ich mache mal ein bisschen größer. So. Unsere Tonne ist jetzt, hat jetzt so eine Ansicht, ja, so eine leichte Abrundung. Wir müssen jetzt unsere Tonne, eigene Tonne, so hinstellen, wie es auf dem Foto ist, ja, von der Ansicht aus. Und dementsprechend können wir auch drauf malen. So, ein bisschen drehen. So, wir müssen uns ein bisschen antasten, ja. Gut, ihr seht die Naht, bis auf dem Profil von der Tonne, die ist auch hier. So, und da müsst ihr auch nochmal kontrollieren, ob das so stimmt. Okay, ziehen wir es ein bisschen schräg an. Ja, und malen einfach drauf. So, ihr merkt das schon, wie gesagt, unser Image wird auch gleich bemalt und ziehen. Wenn hier ist ein bisschen Gras, das ist überhaupt nicht schlimm, malt einfach drüber. Wir werden nachher mit verschiedenen Bildern auf diese Tonne malen, dann können wir es übermalen sozusagen. Ja. Gut, schauen wir uns das mal an. Ja, sieht ja schon mal gut aus. Alles klar. So, und das mache ich jetzt erstmal hier um zu, überall. So, hier einmal die Kante, so und so. So. Ja, ihr müsst euch ein bisschen Spielraum lassen, ja. Ein bisschen antasten, zum Beispiel, ihr könnt auch mal das Bild umdrehen, das geht auch. Und einfach hier unten ein bisschen was rummalen. Drehen das doch ein bisschen einmal um. Ja. Gut, hier nochmal. Gut, okay. Das reicht mir erstmal für dieses Bild hier. Jetzt öffnen wir ein neues. Jetzt nehme ich mal hier diese hier. Öffne die. So, das Bild ist jetzt gerade so leicht zusammengepresst aus. Da gehen wir hier auf Einstellungen, hier nach oben, gehen hier runter und drücken auf Image Aspect, damit es sich in der Originalgröße wieder skaliert. So, dann. Gut, diese Tonne wird jetzt von oben gerade gesehen, also müssen wir auch unsere Tonne dementsprechend so positionieren. Oder den Viewport. Gut.
Okay, jetzt ein bisschen. Na. So. Wir können gleich auch den Deckel drauf malen. Das können wir auch. So, das passt. So, und jetzt gehen wir ein bisschen runter hier und malen einfach ein paar Eigenstellen hier nochmal. So. So. Ja, leichte Stille, weil ich selber konzentriert gerade war. Ja, man muss ein bisschen Fantasie haben und so rumspielen. Es muss nicht perfekt sein, aber ich sag mal, dass es so gerade mal passt, ja. Okay. Gut, alles klar. So, jetzt haben wir hier natürlich ein Loch, ja. Und den wollen wir auch gleich mal setzen. Wir gehen nochmal auf Object Mode. So. Gehen auf Edit und gehen jetzt mal auf K für ein Schneidwerkzeug, weil ich hier nicht unnötig hier Subdivided machen möchte und setze einfach mal ein Loch hinein. So, und Enter. Perfekt. Gut. Es muss nicht komplett rund sein. Wie gesagt, das ist eine demolierte Tonne. Und ich gehe auf Extrude und vielleicht nochmal ein bisschen rein skalieren. Jetzt gehe ich nochmal hoch. So, okay. Und nochmal EI und rein extrudieren. Ja. So, das sieht ja schon mal gut aus. Gut, jetzt können wir noch ein bisschen die Kante hier bearbeiten. Hier ist es noch ein bisschen schwarz. Gut, wir gehen mal auf Texture Paint. Suchen uns mal unsere Tonne aus. Ja. F, ich mache den mal ein bisschen kleiner, den Pinsel. Und setze mal ein bisschen hier. Ja, genau. So, wir schauen uns das nochmal an. Ich mache nochmal hier die Stelle etwas. So. Ja, das ist meine Tonne. Perfekt. Und ich sehe gerade, wir haben ja den Boden noch gar nicht. Ja, der muss natürlich auch. So. Den machen wir ein bisschen anders, größer. Und malen das mal hier rauf. So, ein bisschen hiervon. Ja, alles klar. Perfekt. So, unser Texture Paint ist jetzt drauf. Eine schöne, farbige und verschmutzte, rostige Textur. Eine Öltonne. Sehr gut. Alles klar. So, jetzt müssen wir natürlich unsere Öltonne
einen gewissen Metalleffekt wieder reinbringen. Das bedeutet, wir gehen hier mal zur Seite und holen uns mal einmal Cycles hinein. So. Okay. Das ist unsere Öltonne. Hier ist unsere Textur drauf. So, zuallererst ganz wichtig, das ist mir damals auch schon mehrfach vorgekommen, dass ich das mal vergessen habe und Blender ist mal abgestürzt. Ihr habt oben hier ein Sternchen und diesen Sternchen kennt ihr ja vom Programm. Das bedeutet, dass Änderungen vorgenommen sind und es ist noch nicht gespeichert. Deswegen Image, Save As, so und dann gehen wir auf unser Texturenordner und Öltonne PNG abspeichern. Perfekt. So, gut, jetzt ist das Bild gespeichert. Jetzt können wir damit arbeiten. Ich nutze jetzt den Color und setze ihn mal einfach in den Normal rein. So, jetzt ist noch nichts passiert, außer dass es sich ein bisschen abgeschrägt hat. Wir gehen auf Shift A, holen jetzt ein. Na, wo haben wir es denn? Vektor. Vektor Bump Map. Ja, und den ziehen wir da drüber. Und den ziehen wir aber auf die Height, also auf die Höhe. So, jetzt ist das ziemlich stark. So, und jetzt gehen wir hier auf Strange auf 0,1. Gut. So, jetzt haben wir so eine leichte, von der Textur genommene Höhen und Tiefen hoch, also Helligkeit, Schwarz- und Helltöne, und er versucht damit einfach einen leichten Bump zu erzeugen. Ihr seht das an den Stellen. Farbig hebt er vor und die dunklen zieht er rein. So, und hier kann ich 0,05 auch sogar eingeben. Ich brauche eigentlich nicht so viel. Gut, und jetzt, das ist ein Color, da ist Farbe. Und diese Farbe möchte ich jetzt einfach mit dem RGB to BV, ja, in Schwarz-Weiß umdrehen. Jetzt wird hier als Farbe, geht es rein und als Schwarz-Weiß geht es wieder raus. So, und jetzt können wir ein bisschen vielleicht mit Shift und die Stärke ein bisschen wieder ändern. Muss nicht so stark sein. So, okay. Gut, jetzt haben wir unseren Metallic und den wollen wir natürlich auch geben. So, machen wir 0,6. So. Gut. Alles klar. Jetzt überlege ich die ganze Zeit, ob wir noch einen Metalleffekt draufmalen, aber ich glaube nicht. Das reicht für uns. So, den Specular, ja, den ziehen wir ein bisschen runter, weil der so Hochglanz ist er nicht mehr. So einen Glanzeffekt hat er auch nicht mehr. Ja, okay. Ne, damit bin ich zufrieden. Ist in Ordnung. Alles klar. Gut, jetzt werden wir jetzt mal unsere Halle wieder einblenden und dann schauen wir uns das mal, wie das aussieht. So, einmal Träger, das Dach, alles wieder rein. Gut. Wo ist unsere Tonne? Ah, hier ist unsere Tonne. So, den schieben wir natürlich wieder hier rüber. So. Oh, schon einen guten Platz gefunden, genau in dem Pfeiler. So, mit Komma ranzoomen und schieben das mal so um die Ecke. Ja. Perfekt, alles klar. So, mit Shift D duplizieren das mal, weil ich das gleich mit verschiedenen Tonnen sehen möchte. So. Jawohl. Shift D, duplizieren noch eins. Ja, und den werde ich mal umkippen. Perfekt. So, mit 1 ziehen den leicht nach oben. So, GZ, so dass er leicht über dem Boden ist oder ein bisschen tiefer. Ja, gut, und den ziehe ich mal so davor. RZ, drehen noch mal ein bisschen. So. Gut, jetzt überlege ich gerade, das Loch möchte ich gerne unten haben. Ja, und jetzt habe ich den natürlich so hingestellt, ja, dass ich jetzt damit nicht mehr in die Richtung drehen kann, so wie ich das haben möchte. Ja, so vernünftig. So, da gibt es jetzt einen Trick, ja,
Es ist, wie gesagt, ein Einsteiger-Tutorial. Ich wiederhole mich. Wir gehen hier auf Global und drücken hier auf, klicken sozusagen lokal. Ja? Dann übernimmt er die Achsen von dem Objekt sozusagen. So, jetzt ist das die Z-Achse von der Tonne, die wir drehen können. R, Z, und jetzt können wir die Tonne drehen. So, perfekt. Und jetzt wieder auf global einstellen. Jetzt übernimmt ihr die globale Einstellung. Perfekt, super. Gut, soweit so gut. Und jetzt in Cycles mal anschauen, was wir gemacht haben. Okay, wir öffnen einmal die Plane, den Boden. Ja, das sieht ja richtig toll aus. Finde ich. Super. Gut, das war's zu diesem Tutorial. Ganz kurz und schnell, eine Öltonne. So, ich bin mal gespannt, wie ihr das macht. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal was verlinken. Und dann schaue ich mir das auch nochmal an. Und bin neugierig, was ihr aus diesen Tutorials gelernt habt. Ja? Ich bedanke mich fürs Anschauen. Dann bis zum nächsten Mal.